Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr auch heute wieder hereinschaut. Greiz, die Perle des Vogtlands. Wir hatten in der Vergangenheit schon zweimal darüber gesprochen. Heute möchte ich euch einladen zum Wandern. Vom Ortsteil Waldhaus führt nämlich ein schöner Waldpfad zum Weißen Kreuz mit einem wunderbaren Überblick auf Greiz. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Greiz finden wir im östlichen Zipfel von Thüringen nahe der sächsischen Landesgrenze. Über Greiz, der Perle des Vogtlandes, alleine kann man viele Filme füllen. Und es wird demnächst auch hier auf meinem Kanal mehr davon zu sehen geben. Aber heute interessiert uns die alte Residenzstadt der Reußen, bitte nicht verwechseln mit den wesentlich bekannteren Preußen, mit ihren Schlössern und Parks nicht, denn im Vordergrund steht das Wandern. Deshalb begeben wir uns nun nach Waldhaus, einem Greizer Ortsteil, welcher eigentlich eine Ansammlung von wenigen Häusern ist. Parkmöglichkeiten finden wir reichlich zu Beginn der Siedlung und schon kann es losgehen. Denn hier finden wir mit dem Greiz-Werdauer Wald ein großes, zusammenhängendes Waldgebiet und alle Natur- und Wanderfreunde jede Menge Wandermöglichkeiten. Waldhaus, einst Kammergut der Reußen, ist wirklich nur ein kleiner Flecken. Dennoch bereits eines der ersten Häuser ist höchst interessant. Dieses Umgebindehaus, es soll wohl das älteste Haus von Waldhaus sein, ist nämlich die Töpferei von Ralf Naundorf. Es wurde von ihm schön restauriert und ich kann euch einen Besuch wärmstens empfehlen. Ob vor oder nach der Wanderung, das müsst ihr selbst entscheiden. Wie eingangs erwähnt, es gibt hier da Möglichkeiten für Wanderverliebte und sonstige Freunde der Natur viele. Deshalb genug überlegt, wir haben ja beschlossen, heute zum Weißen Kreuz zu laufen und folgen zunächst dem gelben Strich als Markierung. Vorbei an der Anlage mit den Wildschweinen und sind bereits mittendrin im Tiergehege Waldhaus. Es wurde bereits 1969 angelegt und ist seitdem ein beliebter und gern besuchter Bestandteil dieses Naherholungsgebietes. Schnell fällt uns dieses interessante Bauwerk ins Auge. Das Mausoleum der Fürstenfamilie der Reußen, den Heinrich der 22. Reuß älterer Linie Greiz, ließ sich in Waldhaus nicht nur 1871 ein Jagdschloss erbauen, von dem leider fast nichts mehr übrig ist, sondern auch eine Familiengruft. In der Einsamkeit des schönen Waldes wollte er seine letzte Ruhestätte finden. Welch ein herrlicher Gedanke. Deshalb wurde dieses Mausoleum von Eduard Oberländer in der Zeit von 1878 bis 1883 errichtet. Zudem gibt es eine nette Anekdote, welche sich um dieses Bauwerk rankt. Als Fürst Heinrich der 22. 1902 schließlich im Sterben lag, arbeiteten Maurer in dieser Waldesidylle am Mausoleum, um es für die Beisetzung instand zu setzen. Plötzlich stand in der offenen Mausoleumstür ein Hirsch, blickte in die Kapelle, neigte sein von einem mächtigen Geweih gekröntes Haupt, kehrte um und verschwand wieder im Wald, bevor die überraschten Arbeiter sich von ihrer Verwunderung erholen konnten. Als sie zur Tür traten und dem Hirsch nachblickten, klang aus dem Tal herauf das Läuten der Greizer Glocken. Es verkündete das Ende von Heinrich dem 22. Das Mausoleum wurde in den Jahren 1994 bis 1997 restauriert und kann heute an gewissen Tagen besichtigt werden. Doch nun genug der Geschichte und Geschichten, laufen wir auf dem gelb markierten, zunächst breiten Waldweg zur Rundbank. Eine, wie ich finde, charmante Idee und setzen von dort den Weg entspannt fort in Richtung unseres ersten Ziels, dem besagten Weißen Kreuz.
Die letzten Schritte bis zum Weißen Kreuz geben uns den Vorgeschmack auf das, was gleich kommt. Wenn denn das Wetter nicht so trübe und diesig wäre wie heute, dann hätte man von hier oben einen schönen Blick auf die alte reußische Residenzstadt Greiz mit seinem herrlichen Schlosspark. Das könnte dann so aussehen. Dieses im Volksmund Weiße Kreuz genannte Denkmal auf dem Hirschstein heißt eigentlich Sophienkreuz. Errichten ließ es Fürst Heinrich der 20. Reuß älterer Linie 1838 zum Gedenken an seine früh verstorbene erste Frau Prinzessin Sophie Maria Theresia zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg. Diese illustre Lage bietet sich förmlich für ein entspanntes Picknick und zum Baumeln lassen der Seele an. Anschließend haben wir mehrere Möglichkeiten. Man kann auch über Neumühle und das Elstertal laufen. Diesen Weg werde ich euch aber in einem späteren Video noch vorstellen. Die kürzeste Version wäre jetzt, den gleichen Weg zurückzugehen. Ich würde euch jedoch empfehlen, wenn eure Kondition reicht, lauft weiter in Richtung Pulverturm, dem roten Punkt folgend. Zwar geht es zunächst mächtig mit euch den Berg runter, bis fast an den Rand von Greiz, um dann anschließend zu unserem nächsten Highlight, dem versprochenen Pulverturm, erneut hochzukraxeln. Dieser Pulverturm am nördlichen Stadtrand von Greiz gelegen, wurde errichtet, der Name sagt es ja bereits, um die Schießpulvervorräte des Reuß-Greizer Militärs sicher und außerhalb der Stadt unterzubringen. Dieser Pulverturm wurde 1841 in einer Höhe von 325 Meter über Null auf einer Felsspitze des Rotberges errichtet. Unser Turm hatte in der Folgezeit ein recht wechselhaftes Schicksal und war mehrfach vom Abriss bedroht. Die Bedeutungslosigkeit, Vandalismus, auch schon in früheren Zeiten, setzten unserem Bauwerk sehr zu. Anfang der 1980er Jahre war die Dachkonstruktion nicht mehr zu retten. Und durch unvernünftige Besucher wurden Löcher ins Mauerwerk geschlagen, die sich durch Wettereinwirkungen immer weiter vergrößerten. Aus dem Hauptdach wuchs eine ca. 2 Meter hohe Birke. Zum Glück erfolgte dann 1981 schließlich eine große und umfangreiche Reparatur. Die Löcher im Mauerwerk wurden verschlossen, der obere Turmteil wurde etwa 1 Meter weit abgetragen und neu gemauert. Das Dach musste komplett ersetzt werden. Möge er uns also in so einem guten Zustand weiterhin als beliebter und markanter Aussichtspunkt erhalten bleiben. Doch genug des Staunens und der Geschichte. Es ist Zeit für den Rückweg und natürlich gibt es auch hier wieder mehrere Varianten. Ihr könntet absteigen ins Krümmetal und von da entweder über den Schlosspark in die Stadt gehen oder durch das Tal zurück nach Waldhaus. Ich persönlich bevorzuge jedoch den Weg mit dem Grünstrich als Markierung. Ein breiter Waldweg, der durch schönen Hochwald führt. Angekommen an der schönen Rundbank kennt ihr ja nun bereits den Weg zurück nach Waldhaus.
Was? Euch knurrt inzwischen der Bauch? Ich denke, das ist durchaus legitim. Deshalb möchte ich euch 2 Varianten anbieten, welche Abhilfe schaffen können. Zum einen wäre für alle, die es schneller und an frischer Luft bevorzugen, Peters Imbiss. Wer lieber in einer guten Stube mit Dach über dem Kopf sitzen möchte, der sollte unbedingt die Goldene Kutsche besuchen. Wo dieser romantische Name der Gaststätte herkommt, wollt ihr wissen? Es gibt eine wundervolle Sage über diese besagte Goldene Kutsche. Und diese Geschichte ist nicht nur für Sonntagskinder interessant. Ihr könnt sie gerne in der Gaststätte nachlesen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Frisch gestärkt sind wir beim Ausgangspunkt unserer Wanderung angelangt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und Freude daran und danke euch fürs Zuschauen. Schreibt doch bitte unten in die Kommentare, ob euch die komplizierte Geschichte der Reusen interessieren würde, beziehungsweise ob wir weitere Wanderungen hier im Thüringer Vogtland gemeinsam unternehmen wollen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und wer es noch nicht getan hat, der sollte unbedingt meinen Kanal, selbstverständlich kostenlos, abonnieren. Denn bald geht es hier an den nächsten schönen Ausflug in unserer wunderschönen Natur, beziehungsweise unsere Pilgerreise auf der Via Francigena in Richtung Rom. Bis bald also, ciao!